Hier fahren wir einen kleinen Umweg auf einer Nebenstraße am Nordufer des Wansees. They should put warning signs everywhere here. Like, Careful, be careful, tomatoes. Everywhere. Crossing. Hier sind wir unterhalb des 4058 Meter hohen Vulkan Mount Suphan am Soldali-See. Kurze Zeit später hält ein Jeep an mit Militärinsassen. Sie befragen uns nach unserem Weg, wollen unsere Pässe sehen. Nett fordern sie uns auf, zur Hauptstraße zu fahren. Unser Lager finden wir an diesen verlassenen Häusern. Es ist perfekt. Wir haben genug Holz für unseren geplanten Barbecue-Abend. Überall liegen von den Paddeln die weichen, weißen, wollähnlichen Samen. Das sieht traumhaft aus, wie im Paradies. Ein Bad im Wannsee ist etwas ganz Besonderes. Durch den hohen Salzgehalt gönnen wir unserer Haut ein richtiges Spa-Erlebnis. Nach der wunderschönen Tour immer entlang des herrlichen Wannsees wartet nach Karan, der letzte Ort am See, ein ordentlicher Anstieg auf uns. Erfreulicherweise finden wir die Eskikö-Wasserfälle durch ein Hinweisschild. Die Wasserfälle sind eine willkommene Abwechslung und bringen eine Abkühlung in der Hitze. Wir treffen sogar andere Reiseradler aus der Türkei, welche den See umfahren wollen. Im hinteren Bereich gibt es noch einige versteckte romantische Plätzchen mit kleinen Seen und Wasserfällen. Wir entreißen uns dem Paradies der Wasserfälle. Schließlich müssen wir noch einen Schlafplatz finden. Die Landschaft ist karg und eher steppenartig. Es wachsen keine Bäume mehr auf diesem Hochplateau. Nachdem wir nichts Passendes finden, wollen wir in einem Dorf fragen, ob es möglich ist, irgendwo zu campieren. Dort findet gerade eine Hochzeit statt, auf die wir alle prompt eingeladen werden. Diese Hochzeit ist unsere erste, auf der kein Alkohol serviert wird. Wie fühlst du dich dann nach einem Tag Pause? Pause. Ja, tolle Pause. Ich gedreht und gewendet, hat alles wehgetan. Oh. Hier drüben sieht man wieder, wie die Bauern den Dung eingesammelt haben. Echt? Den sie im Winter verbrennen. Steine. Nee. Leider hat es Patrick schlimm erwischt mit einer Lebensmittelvergiftung. Er muss einen Tag im Bett verbringen. Da habe ich wohl einen Tee zu viel getrunken. Unsere Freunde fahren derweil schon Ja. vor. Wir wollen uns in Doku So, da Bayazit sind wir wieder hier. treffen. Auf dem Weg nach Doku Bayazit. Vielleicht auf dem Ararat. Mal sehen. Ja, echt überwältigend hier. Die Berglandschaft geht ganz schön hoch. Na, mal sehen, wer schneller ist. So, ich würde sagen, wir haben es geschafft.
1644. Selbst wenn nach einem Tag krank und immer noch krank. Super, Schatzi! Die fehlen noch 100 Meter. Musst du noch mal runterfahren? Schatzi, das will ich genau. Schneide ich immer raus. Nein! Doch. Wenn man das Feuer sieht, kommen wir gleich an. Das ist der Vulkan. Namens Vulkan 5137. Sie kennt sich aus. Na, das Wichtigste ist ja, dass sie den Anfang des Jahres erst leer geräumt haben. Also sind da bestimmt ein paar hundert Leute gestorben. Nur dass Touristen da draufsteigen dürfen. Das ging jetzt ein paar Jahre nicht. Ja, die Zeit ist zulässig. Fahren wir nach Ishek-Pascha mit dem Fahrrad. Schön steil, da oben ist es schon. Ja, ich fahre doch eh rechts. Drüben sieht man nochmal Ararat Berg. Da gehen wir leider nicht hin, gibt keine Schuhe für mich und die Zeit wird auch knapp. Aber wir sind ja schon fast oben. Hast du dir gewünscht? Jetzt jammer nicht rum hier. Ja. Gut. Freu mich. Ah ja. Ja. Auf einmal für die Kamera lächelt sie wieder. So, wir haben es geschafft! Juhu! War ganz einfach. Ich musste zwar ein paar Mal auf Diana warten, aber. Hallo! 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 Mein Handy, Dein Handy, ich will es selber sehen. Dein Handy. Oh, es rollt sich und putzt sich, Schatzi. Hast du gesehen, wie sie es gerollt hat? Das ist Menschen schon gewöhnt und sammelt hier den Müll ein. Da läuft's. Da vorne sitzt. Ja, guck, da guckt sie jetzt auf dem Hinterbein. Und zack, ist weg. Geil, ne? Muss man hier durchpassen. Ganz schön eng. Was ein Hammerausblick. Aber es geht. Sehr gut. Gestern nach Dokubaya-Sid gefahren.
gerade Wir waren fast in Iran. 3,3 Kilometer vom Iran Wir entfernt. können es aber nicht sehen zum Glück. Das wäre noch schlimmer Zum gewesen. Glück. Aber die ganzen Teehäuser haben wir gesehen. Und jetzt sind wir schon Auf dem wieder. Berg oben drauf. Teehäuser. Wachtürme. Wachtürme. Und jetzt sind wir schon wieder Samstag, wo alle hierher kommen. Sind wir schon wieder Weil wir das so lieben. Touristen. Endlich dürfen die ganzen Leute wieder raus. Endlich dürfen wir uns unter die Menschen mischen. Aber wenigstens ist nicht alles voller Hochzeitspaare. Genau. Und Ja, sind das jetzt hätte ich hier gerade gerne gesehen. in Ishaq Pasha und schauen uns die alte Burg an und waren schon oben an der Moschee. Sind natürlich mit dem Fahrrad gefahren. Und gehen erstmal eine Runde. Ja? Mach doch dazu mal. Nach viel Gegend und einer großen Abfahrt sind wir jetzt zwischen Mount Ararat nach hinten. Den wir jetzt aus Zeitgründen und Schuhgrößengründen nicht bestiegen haben. Den liegt dir. Hallo! Und vor uns, sieht man jetzt gerade nicht, ist schon der Berg Ararat, glaube ich, in Armenien. Fahren wir heute noch bis an die Grenze ran, dann sind Georgien weiter. Türkei und Armenien mögen sich nicht so sehr, kommt noch nicht rüber. Aber in 7 Tagen ungefähr, vielleicht noch ein bisschen mehr, sollten wir dann so langsam an der georgischen Grenze sein. Gibt es dann wieder anderes Essen, Schatzi. Nicht immer nur Tomaten, Gurken und Weißbrot und Weißkäse. Weißt du schon?